Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich nehme euch heute schon direkt mit. Es ist nämlich Sonntag und wir haben ja endlich schönes Wetter. Das heißt, die Flohmarktzeit hat begonnen. Ihr wisst, wir haben viel Gerümpel. Nicht nur wir haben viele Sachen, die regelmäßig aussortiert werden, sondern auch der Hikmet hat ja viel Zeug. Und jetzt haben wir wieder gesagt, es geht los. Ich nehme euch mit. Ja, wir waren letzte Woche schon auf dem Flohmarkt. Die paar Eindrücke zeige ich euch auch. Der Ahmed ist nämlich schon mit dem Hikmet los. Die sind ja schon um 5 Uhr morgens oder so los. Ich gehe ein bisschen später. Ich habe jetzt hier ein paar Snacks, Getränke, Stullen und so weiter und bringe das denen vorbei. Und dann ja, startet die Woche, meine Lieben. Und ich nehme euch wie immer hier und da ein bisschen mit. Viel Spaß! Kolay gelsin. Aleykümselam, hoş geldiniz. Ich habe die Kiste mit meinen Sachen nicht gefunden. Ah, das ist Mariams Tisch. Voll schön mit Sonnenschirm. Cool. Und hier macht Mariam gleich Henna-Bemalung. Zeig mal deine Broschürenheft mit deinen Preise. Na, welche Kutu willst du für dein Geld? Die? Bemalung. Wenn ein paar Leute kommen, dann. Ja, meinst du? Ahmed, bunları çek şuradan. Mach deinen Arbeitsplatz bereit. Ja, dann musst du ab und zu rufen, Henna-Bemalung. Oh, Dr. Mariam, ganz professionell. Und was ist dein Feedback, Hikmet? Besser hier oder besser Steglitz? Ja, macht keinen Unterschied. Ja. Nee. Und Ahmed, hat es dir Spaß gemacht heute? Ja. Ja? Machst du weiter? Vielleicht. Hast du dir dein Taschengeld verdient? Koy daneben, ja, daneben. Koy yere, koy. Ja, genau. Schön immer mit Hohlkreuz aus den Beinen heraus. Angebot, alles billiger, Angebot, alles billiger. Schaut mal, was ich gerade gefunden habe. Das ist keine Puppenkleidung. Schaut mal, hier steht sogar noch der Name, weil das war im Krankenhaus, musste ich die Sachen immer beschriften. Das war von Zehra, ein Buddy. Das ist nämlich Frühchengröße. Hier steht die nicht drauf, aber hier zum Beispiel hier Frühchen 42. Also es gibt wirklich solche Frühchenkleidung. Kann man das glauben? Das sieht doch aus wie von einer Puppe. Guck doch mal. Das haben die getragen. Ich glaube selber nicht. Ich könnte gerade heulen. No. Das darf nicht weg. Das ist voll die Erinnerung. Heute gibt es mal wieder eine Bowl zum Abendessen. Und zwar einmal Vollkornreis. Dann haben wir hier Sojabohnen, bisschen Gurke. Hier habe ich Hähnchenbrust mit Zwiebeln und Paprika angebraten und ein paar Gewürze. Süßkartoffel, die habe ich im Ofen gegart mit bisschen Olivenöl und auch ein paar Gewürze. Hier mag nicht jeder, aber ich liebe es. Eingelegte rote Beete kommt noch dazu. Und dann habe ich hier ein Joghurt-Senfdressing gemacht. Das ist so ein Thermomix-Rezept. Schmeckt aber sehr, sehr lecker. Und jetzt richte ich jedem so eine Bowl an. Ich mag sowas total, so dieses Kombination aus warm und kalt und dann alles so mit so einem Dressing zusammenmischen. Oh, yummy, ich freue mich drauf.
dachte, ich gebe euch mal ein Update zu meiner Haut. Ich weiß ja nicht, könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr jetzt irgendwie einen Unterschied seht. Das sind ja jetzt schon fast 2 Wochen her, dass ich dieses Radiofrequenz-Needling gemacht habe. Weiß ich nicht, also ich sehe schon irgendwie ein bisschen fresher aus. Ich weiß es nicht, es soll es ja nochmal 2-mal machen. Und für die, die das so ein bisschen kritisch gesehen haben, so als hätte ich mir jetzt Botox oder was ist was, weiß ich was, gespritzt. Oder nee, vielen Dank erstmal für diejenigen, die geschrieben haben, ich habe es gar nicht nötig. Ja, vielen Dank dafür. Aber ich dachte, mit 40, komm, kann ich mal sowas machen, weil ich habe sonst nie so kosmetische Behandlungen, also auch keine, ne, was kann man denn so machen? So alles bei Kosmetikern, Reinigung und irgendwelche anderen Pflegesachen. Deswegen wollte ich unbedingt mit 40 mal was machen und ja, jetzt meine Falten mit Fillern oder sowas auffüllen habe ich nicht vor. Botox möchte ich auch nicht meine Falten versteinern lassen oder sowas. Deswegen ist das für mich so, war das die natürlichste Variante sozusagen, weil das ja einfach da die natürlichen Prozesse in der Haut irgendwie wieder anregt, damit wir ein bisschen jugendlicher wieder aussehen. Ich schwöre ja auf Wirkstoffe. Deswegen, ja, habe ich mein Gesicht schon gereinigt und wollte euch hier auch nochmal wieder die Produkte von Formel Skin empfehlen. Ich habe nämlich wieder einen Rabattcode für euch für den 1. und den 2. Behandlungsmonat und zwar ganze 40%. Also testet das Ganze aus. Und hier habt ihr eben den Vorteil, dass ihr online mit Hautärzten kommuniziert. Ihr schickt dort nämlich Bilder eures Gesichts zu. Ihr beantwortet dort so einen Fragebogen und anhand dessen analysieren Hautärzte, was ihr denn für eure Haut benötigt, ne? Denn jeder hat eine andere Haut, jeder hat andere Bedürfnisse, sei es jetzt Anti-Aging, sei es jetzt wegen Akne, Rosacea, Neurodermitis. Dementsprechend, ja, braucht jeder andere Wirkstoffe. Bei mir ist es eher eben ein bisschen die Faltenbekämpfung und Pigmentflecken. Ich bin ja schon bei Formel Skin seit 2020, also 4 Jahre schon. Und ich meine, okay, ich habe ja durch diese Vorher-Nachher-Bilder, ich blende die euch mal ein. Ich finde, das sieht man so schlecht, weil damals die Handykamera nicht so eine gute Bildqualität hat, finde ich, wie heute. Aber ich habe so ein bisschen rangezoomt und doch wirklich gesehen, so dass ich am Stirnbereich und so weiter viel mehr Pigmentflecken hatte. Also das habe ich schon gesehen. Das hat auf jeden Fall viel gebracht. Ja, ich habe mein Gesicht schon gereinigt und zwar mit dem Reiniger. Den mag ich sehr, sehr gerne. Der ist nämlich auch unter anderem mit Salicylsäure und so weiter. Sehr schön reinigend, aber trotzdem trocknet er die Haut nicht aus. Und da jetzt Abend ist, benutze ich jetzt meine Formel. Das ist eben meine persönliche Formel. Die wird einmal am Tag abends benutzt. Da sind die Wirkstoffe, die eben für meine Bedürfnisse sind. Oh, ich habe ein bisschen viel genommen. Ich vergesse immer, wenn ich hier mit euch mitfilme, dass ich ja mein Kopftuch anhabe. Normalerweise nehme ich ja Produkt, ne, auch natürlich Hals-Dekolleté mit Eincreme. Vergesse ich jedes Mal und dann habe ich zu viel. Ihr macht halt jeden Monat ein Check-in, könnt da mit euren Hautärzten sprechen, erzählen, wie es denn läuft, was sich verändert hat und dementsprechend wird eure Formel jeden Monat wieder neu angepasst. Ihr könnt das Ganze aber jederzeit pausieren und kündigen, das ist gar kein Problem, aber nutzt es auf jeden Fall mit den 2 Monaten 40% Rabatt, weil ihr müsst eurer Haut Zeit geben, also 6 bis 8 Wochen Minimum, dass sich die Haut auf die neue Pflege einstellt und die Wirkstoffe ihre Wirkung zeigen. Aber ich kann es, wie gesagt, euch wirklich empfehlen, weil ich benutze gerne viel, also ich benutze auch gerne viele und andere Sachen, aber Formel Skin ist immer in meiner Routine drin. Also seit den 4 Jahren benutze ich das immer und bis jetzt fand ich nichts Besseres als meine Formel, weil die wirklich sehr, sehr effektiv ist. Dann die Tages- und Nachtpflege mag ich sehr, sehr gerne. Ihr könnt da auch gucken, ich habe die reichhaltige Pflege. Ihr könnt da auch wählen, ob ihr die reichhaltige oder die leichte Pflege wollt. Ich mag da gerne die reichhaltige. Auch hier sehr, sehr schön Ceramide sind drin, Panthenol, also wirklich kein unnötiges Schnickschnack, keine Duftstoffe und so weiter. Einfach richtig, richtig schöne Creme für den Tag und für die Nacht. Also, wie gesagt, ich kann es euch nur empfehlen. Nutzt gerne das Angebot und testet mal Formel Skin und sagt mir dann, was ihr davon hält. Aber wie gesagt, es kann sogar sein, ne, wenn ihr wirklich da damit neu anfängt, dass sogar eure Haut sich erstmal verschlechtert, bevor sie überhaupt besser wird. Ne? Weil bis das Ganze durch diese ganzen Hautschichten durchgeht und sich das erneuert. Deswegen, wie gesagt, mindestens 6 bis 8 Wochen Zeit lassen. Also Rabattcode schreibe ich euch hier hin. Link und so weiter findet ihr alles in der Infobox. Schaut da gerne vorbei. Und wenn ihr wollt, halte ich euch auf dem Laufenden, auch mit meinem Mikro. Was war das? Radiofrequenz-Needling, genau. Wie gesagt, da steht bald die 2. Behandlung und dann noch die 3. und dann gucken wir mal, ob wir 10 Jahre jünger aussehen, ne?
fertig für die Nacht. Eierschalen. Das ist Calcium pur. Klein gemahlen. Einmal durch den Mixer. So, jetzt kommt die erste Pflanze. Bismillahirrahmanirrahim. Ja, das sind Sonnenblumen aus der Türkei, die mehrere, nicht nur so einen Kopf haben, sondern mehrere Köpfe. So, jetzt der nächste. So. Der ist zu nah, Mann. Der hier, der muss hier. Da. Mach eine. Guck mal, wir haben jetzt bald Erdbeeren, ne? Wann ungefähr? Ja, so in 2 Wochen. 2 Wochen oder so, ne? Weil hier, man sieht schon hier, das sind schon hier die Erdbeeren, ne? Das wird eine Erdbeere, das wird eine Erdbeeren. Guck mal, wie hier alles schon schön blüht. Oh, wir haben immer noch nicht die Terrasse aufgeräumt. So viel zu tun. Luni, räum mal die Terrasse auf. Kannst du die Terrasse nicht bitte putzen? Sei doch so freundlich. Gleich wird hier gekocht hier draußen. Du musst noch kurz erzählen, was es dieses Jahr an Gemüse und alles geben wird. Was Ja, gibt's denn dieses Jahr? Zähl mal auf. Mangold, Mais, Grünpalmkohl, Ja. Topinambur, Sonnenblumen, Erdbeeren, Erbsen hast du gesagt? rote Rübe, Erbsen, verschiedene Peperonis,
Auch südamerikanische. Stangenbohnen, Stangenbohnen, 3, 4 verschiedene Sorten. Tomaten sowieso, ist klar. Tomaten auch 6, 7 Sorten, 8 Sorten. Zucchini? Zucchini, Stangensellerie, Knollensellerie, Oh. Blattspinat, Ui. Petersilie. Ja. Du fängst jetzt erst langsam an, alles in die Erde zu machen, ne? Deine ganzen Sitzlinge. Ja, auch nur die, was ich jetzt vorgezogen habe beim Strebergarten. Ja. Diese 5 Sorten jetzt hier. Und hier sammeln wir immer unsere Eierschalen. Ja, die kommen Immer jetzt wenn da wir Eier drunter. gegessen haben, das ist ein natürlicher Dünger. Die machen Calcium. wir. Ja, genau. Nur einfach Calcium. Ja, Hikmet, wo sind wir denn hier? Hier sind wir in so einer Gartenlaube, Ja. wo wir ohne Ende Gemüse gezüchtet haben, auch angepflanzt haben. Hier sind angepflanzte Sachen von Erbsen bis Stangenblumen, Sonnenblumen, Mais, Peperoni, Schale, weißt du, der Koch. Palmgrünkohl genau in der Mitte. Das ist alles einzeln, alles eine große Pflanze. Das heißt, dieses Jahr werden wir hier auch ernten. Hier können wir auch ernten ohne Ende. Also hier wird ohne Ende Gemüse sein. Okay. Nicht so wenig, ne? Du kannst auch gleich die Nudeln vorbereiten damit. Ja, ja. Ich fühle mich wie in so einer Live-Action-Show. Kennst du diese Talkshows? Kochshows. Ja. Ja. Also, Aber die brauchen Nudeln brauchen am Ende ja auch ein bisschen Fett. Vielleicht das hier irgendwie drunter liegt. Fertig. Den Lauch habe ich auch mal ein bisschen groß geschnitten, Mann. nein, so ein bisschen Ja, große Familie, alles groß. Wir sind hier heute ruckzuck unterwegs. Wenn man kein Messer hat. Oh, professionell. Geheimtipp, wenn man zu faul ist, Gemüse zu schneiden. Einfach dieses, was ist das, 2,5 Kilogramm gefrorenes China-Gemüse. Das ist ohne Gewürze nichts, aber hier sind schon alles, hier ist schon alles drin, was man braucht. Ne? Was waren hier alles? Mungobohnen, Sprossen, Paprika, Zucker, Erbsen, Bambussprossen, Rehpilze, Nameko-Pilze, Zwiebeln, Kastanie, Pastinaken. Ja. Aber Karotten, habe ich dann gesehen, dass da keine Karotten drin sind. Karotte muss doch rein. Bambussprossen. Ja, aber wir haben noch frische Bambussprossen. Weil Bambussprossen müssen richtig viele drin sein. Alle in den Hier. Nein, die hier. Das sind Die.
Ah ja, Sojasprossen. Ach Mann, Bambus-Dings ist ja das hier. Ja. Stimmt. Aber die machen wir dann zum Ende, damit es knackig bleibt. Alle waren so, was ist Bambus? Ich mal Konzert, dass der nur Bambus Jetzt nehmen wir den zweiten Löffel. Sonst schimpft gleich der Hikmet, weil ich immer alles mit einem Löffel mache. Hier, sind Sie so zufrieden mit meiner Arbeit? Mit meiner Arbeit gestellt, Boah. Also jetzt wird jeden Tag wieder draußen gekocht. Da stinkt die Wohnung nicht. Man ist an der frischen Luft. Ne? So, das dauert jetzt ein bisschen. Nächstes Mal besorgst du eine bisschen größere Flamme. Bisschen Wasser ist da nur. Bisschen ist gut. So, ich glaube, du kannst übernehmen, Hikmet. Das ist jetzt ein bisschen hier mehr Muskelkraft. Ich habe zwar gestern trainiert, aber... Vielleicht hast du jetzt ein 1:1 Vergleich vor einem Jahr, hattest du noch nicht so trainiert und jetzt schon. Aha. Ja, ja, das ist sehr einfach. So. Wer es schärfer haben will, kann ja dann nochmal, aber erstmal ein bisschen Würze. Olan şey Türkiye Cumhuriyeti askeriyesi doyar ya. Ancak biz doyarız yani. Ja, klar, stimmt, aber klar. Schmeckt? Oh mein Gott, Jule. Oh, das war, ich wollte schon sagen, das ist ein bisschen zu viel. Erzähl doch nicht. Inshallah. Thank you. Shimatis ist gewohnt, ihre Söhne zu füttern. Ich mache mich mal jetzt endlich, Gott ey, das hier noch abläuft, nee, ist zum Glück noch haltbar, endlich an mein riesen Stück Butter. Ich habe ja 2 von diesen fast 2,5 Kilogramm Biobutter gekauft online. Und ja, die eine haben wir eigentlich so schon verbraucht, immer für Brot und so weiter. Aber aus der einen wollte ich ja Butterschmalz machen oder auch Ghee genannt, ne? Manchmal heißt es Ghee, aber ich glaube, das nennt man auch auf Deutsch Butterschmalz. Das machen wir jetzt, denn das ist ja voll teuer normalerweise, ne? Falls ihr es gemerkt habt, ich koche mittlerweile, benutze ich eigentlich nur noch 3 Fette. Und zwar ist es entweder Olivenöl oder Butterschmalz oder auch mal ab und zu neutrales Kokosnussöl. Das ist aber selten. Ich habe wirklich gemerkt, so eigentlich beim Kochen so immer Olivenöl. Aber wenn ich so dann halt doch wirklich was scharf anbrate, länger anbrate oder auch so ein bisschen, ne, wie jetzt Schnitzel machen und so weiter, dann halt gerne in Butterschmalz. Könnt euch da halt nochmal so informieren und gucken und so weiter. Also ich habe da auch nochmal hier und da was gelesen. Also diese ganzen Sonnenblumenöle, Rapsöle und so weiter ist halt auch nicht so gesund für uns. Und ja, so ein halbes Kilo Butterschmalz ist auf jeden Fall teurer, als wenn ich mir jetzt hier so eine Butter kaufe und es selber mache. Also kommt auf jeden Fall günstiger, deswegen machen wir das heute selber. Ja, und dann fülle ich das einfach. Ich weiß gar nicht, wie viel ich da jetzt da rauskriege, wenn da so das Wasser und so verdampft ist, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall fülle ich das einfach in meine Weggläser ein. Und dann könnt ihr das nämlich so im Vorratsraum lagern. Das muss auch nicht mal kühl lagern und das ist auch super lang haltbar.
alles. Ich mache die nur so ein bisschen klein, damit die hier besser, schneller schmilzt. Die Gläser werde ich nur einmal mit kochendem Wasser so abspülen. Das mache ich auch immer, wenn ich meinen Joghurt mache. Die sind ja immer aus der Spülmaschine. Sind ja relativ sauber dann. Deswegen mache ich da einfach nur ein bisschen nochmal mit kochendem Wasser abspülen. Das sollte reichen. Also sie muss dann auch so lange köcheln, bis es durchsichtig ist, ne? Also bis es wirklich so ein klares Öl ist, dass man sozusagen den Boden sehen kann. Ich lasse das jetzt auch wirklich auf einer niedrigen Stufe, damit die auch nicht anbrennt. Also die soll dann halt wirklich nur so blubbern. Falls ihr das öfters selber macht, das Butterschmalz, sagt mir mal, was ihr mit dem Schaum macht. Ist ja schade, wenn man das jetzt wegschmeißen tut. Keine Ahnung, sind da Proteine drin? Ich meine, ist ja Eiweiß, ne? Eiweißproteine, oder? Ihr seht, das wird schon immer klarer. Ich stehe hier jetzt schon seit 20 Minuten. Also ihr müsst euch da schon ein bisschen Zeit nehmen. Ne? Eine halbe Stunde. Ich meine, es kommt wahrscheinlich auch auf die Menge an. Ich weiß nicht, ob das jetzt einen Unterschied macht, die Menge. So, das Ganze ist fertig. Ich habe nämlich gemerkt, unten ist jetzt dieses ganze braune Zeug, was auch immer. Ne? Das hat dann angefangen braun zu werden. Aber das ist schon klar. Und da wir das ja nicht drin haben wollen, siebe ich das Ganze jetzt nochmal durch so ein... Ich habe gesehen, viele machen das mit einem Küchenpapier, aber ich will es nicht durch ein Küchenpapier gießen, weil in einem Küchenpapier sind auch keine guten Sachen drin. Deswegen nehme ich jetzt so ein Leintuch. Ich hoffe, das funktioniert auch damit. Eigentlich ist ja sowieso alles unten. Hier sieht man eigentlich, wie schön klar die Butter jetzt ist. Aber ich versuche es jetzt trotzdem mal hier durchzugießen. Ich glaube, das klappt. Ja, das geht durch das Leintuch. Das kann ich auch wieder waschen. Wir wollen halt diese braunen Teile nicht. Ich meine, die sind ja zum Glück unten. Ich schaue mal, wie viele Gläser das jetzt werden. Ich lasse das auch so abkühlen und mache erst später den Deckel drauf, weil ich will nicht, dass da oben so Kondenswasser entsteht. Also wenn man jetzt überlegt, ich kaufe ja für so ein kleines Gläschen Butterschmalz, habe ich letztens gekauft. Ne, was ist denn da drin? Das ist nicht mal so viel wie das hier. Also das ist auf jeden Fall kleiner als das Glas. Und das hat schon um die 4 € gekostet, ne? Also Bio-Qualität. Und hier habe ich halt Bio-Butter gekauft. Wie viel hatten diese 2,5 Kilo gekostet? Irgendwie 23 € oder so. Ja, ich denke schon, dass das auf jeden Fall günstiger ist. So viel Butterschmalz haben wir jetzt. Hier, ich glaube, das habe ich gehört, dass man das so aus so einem Kaffeesatz auf Kartoffeln oder so rauf machen kann. Ist halt dieses Nussige jetzt, ne? Nussiger Crunch. Ja, sagt mir mal, was ihr damit macht. Und mit dem Schaum hier, da weiß ich auch nicht, was kann ich mit diesem Schaum jetzt noch machen. Wenn ihr das wisst, schreibt es in die Kommentare. Wir haben hier jetzt so viel Butterschmalz. Das lasse ich jetzt, wie gesagt, abkühlen. Ich zeige euch dann nochmal, wie das aussieht, wenn es ausgehärtet ist. Und so einfach haben wir jetzt Butterschmalz gemacht oder Ghee oder wie nennt ihr das denn? Auf jeden Fall, ja. War nicht schwer, man muss nur ein bisschen am Herd stehen und ja, diesen Schaum und so weiter schöpfen. Ich zeige euch jetzt noch eine Aufnahme, wie das Ganze aussieht, wenn es abgekühlt ist. Das ist ja jetzt noch ein bisschen warm, das dauert, bis das komplett durchgehärtet ist. Aber das kann man so jetzt einfach im Vorratsraum lagern.
Und ich denke schon, dass es auf jeden Fall viel günstiger ist, das selber zu machen, als das zu kaufen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis bald!